Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. In der heutigen problembehafteten Pandemiezeit finde ich es umso wichtiger, autark zu leben, was bedeutet, sich mit möglichst vielen lebensnotwendigen Dingen selbst zu versorgen. Denn wer autark lebt, ist unabhängig und kann sich Systemzwängen zumindest teilweise entziehen. Und einer der Hauptaspekte des autarken Lebens ist, sich aus dem Konsumkreislauf zu befreien. Deshalb möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ich aus meinem klitzekleinen 2 Quadratmeter großen Balkon einen kleinen Garten geschaffen habe. Genauer einen Gemüsegarten, in dem ich mir alles Notwendige an Gemüse selber angepflanzt habe und davon den gesamten letzten Sommer zehren konnte. Alhamdulillah. Das Besondere an einem eigenen Garten, selbst wenn es auf so kleiner Fläche sein sollte, ist nicht nur, dass man sich vitalstoffreiches, ungespritztes, unbehandeltes und unbelastetes Biogemüse selber ziehen kann, sondern dass man sie auch direkt nach der Ernte verzehren kann. Und diese Tatsache ist eines der Geheimnisse von Gesundheit, weil direkt nach der Ernte verzehrtes Gemüse die volle Palette an Mikronährstoffen enthält. Denn im umgekehrten Fall verliert geerntetes Gemüse umso mehr seiner Vitalstoffe, je länger es gelagert wird. Ein selbst angelegter Gemüsegarten auf dem Balkon verschafft uns daher nicht nur weitgehende Unabhängigkeit, sondern auch Gesundheit. Im letzten Winter fing ich daher schon an, die 2 Gemüsehochbeete selbst zu bauen. Zuerst hatte ich dazu Bretter vom Baumarkt gekauft, aber hinterher habe ich mir gedacht, dass es viel billiger und einfacher ist, einfach Sperrmüllholz zu verwenden. Das ist zum einen stabiler, günstiger, man findet es auch in eBay Kleinanzeigen, wenn man da schaut. Und man benötigt eigentlich nur einen guten Akkuschrauber und einige Scharniere vom Baumarkt. Leider sind mir die Videos verloren gegangen, wo ich genau gezeigt habe, wie ich diese Hochbeete zusammengebaut habe. Aber khair inshallah. Wer ein bisschen handwerklich begabt ist, wird das auch selber zu Hause hinbekommen. Das ist nicht schwer. Man baut sich eben so einen langen Kasten, misst das vorher genau aus, wie hoch und wie tief der Balkon ist und wie breit man das Hochbeet haben möchte. Schraubt das dann mit Brettern in der Länge zusammen, wie wir das hier jetzt einigermaßen sehen können, und dann tut man noch diese Beine von unten dran schrauben. Scharniere, Schrauben und Nägel braucht man natürlich ausreichend, aber die bekommt man günstig beim Baumarkt. Für meinen Balkon habe ich jetzt hier ein langes Beet für vorne gezimmert und dann noch ein kleineres Beet für die Seite, wie wir das hier jetzt gleich sehen können. Das sieht zwar nicht besonders schick aus oder so, aber es erfüllt seinen Zweck. Natürlich wäre zu empfehlen, dass man auch ausreichend gutes Werkzeug dabei hat, wie zum Beispiel unter anderem eine elektrische Säge, einen Akkubohrer und Hammer und Zange. Die Hochbeete sind ungefähr 92 cm hoch und dann sowohl 40 cm breit als auch 40 cm tief. Je tiefer die Hochbeete sind, umso besser können sich die Pflanzen darin entfalten. Als nächstes habe ich die Hochbeete dann mit einer Teichfolie ausgekleidet. Das ist sehr wichtig, weil die Teichfolien meistens schadstofffrei sind, da ja sonst die Fische daran sterben würden, wenn sie es nicht wären. Deshalb kann man sich relativ günstig eine gute Teichfolie vom Baumarkt abmessen und zuschneiden lassen. Und damit kann man dann die Hochbeete sehr schön auskleiden, wie hier zu sehen ist. Später könnte man noch in den Boden einige Löcher bohren, damit eben das Wasser später auch abfließen kann und keine Staunässe entsteht. Aber bei der Tiefe dieser Beete passiert das eigentlich weniger, weil die Erde so tief ist und das Gemüse nur oben wurzelt, dass es eigentlich nicht zur Staunässe kommt. Aber trotzdem hatte ich dann später noch einige wenige Löcher in diese Teichfolie gebohrt. Sobald die Teichfolie überall befestigt ist, kommt als erste Lage eine Schicht Äste, Zweige und Laub. Die hatte ich draußen gesammelt. Man könnte auch übrig gebliebene Holzhäcksel verwenden. Das hatte ich später auch getan. Allerdings würde ich das trotzdem nicht unbedingt empfehlen, weil das Holz, das man jetzt als Sperrmüll gefunden hat, teilweise ja auch behandelt war. Und diese Schadstoffe könnten ja dann in die Erde übergehen und dann in die Pflanzen. Laub und Zweige wird man genug im Winter finden draußen in der Natur. Düngen braucht man daher eigentlich im ersten Jahr in diesen Hochbeeten nicht, denn die Düngewirkung durch die Abbauprozesse dieser Materialien hält ziemlich lange an. Hier hatte ich jetzt eben noch diese Holzreste benutzt, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, denn wie gesagt könnten die auch Schadstoffe beinhalten.
Ja, und dann habe ich als nächste Schicht meinen Biomilch, den ich hier ein paar Wochen vorher lang gesammelt hatte, benutzt und den habe ich jetzt überall hier in den Hochbeeten verteilt. Aber da ist natürlich auch sehr wichtig, dass dieser Biomüll wirklich nur aus Bio-Obst- und Gemüseresten besteht. Denn wir wollen in den Hochbeeten ja keine Schadstoffe haben, weil wir daraus ja unser Gemüse ziehen wollen, was ja natürlich aus Bioqualität bestehen soll. Sobald der gesamte Biomüll dann da verteilt ist in den 2 Hochbeeten, kommt dann als nächstes die richtige Bio-Universalerde. Man kann auch Bio-Hochbeeterde kaufen beim Baumarkt. Wichtig ist natürlich nur, dass die Erde auf jeden Fall von Bioqualität sein sollte. Denn wir wollen ja reines, gesundes, schadstofffreies Biogemüse ziehen. Große Mengen Nährstoffe für die Pflanzen nachher liefern sich zersetzende Pflanzenreste aus dem Füllmaterial. Das heißt, der Biomüll, der sich darin zersetzt, liefert wieder die Nährstoffe an die nächsten Pflanzen, die darin wachsen werden. Was bei einem solchen Garten auf dem Balkon auch zu beachten wäre, ist, dass man möglichst einen südgerichteten Balkon dafür verwendet, weil hier dann wirklich genug Sonne für die Pflanzen zur Verfügung stehen wird. Wenn er nordgerichtet wäre, wäre das nicht ganz so optimal für einen Garten. Ja, und ideal wäre es, wenn man halt immer wieder abwechselnde Schichten mit Biomüll und Erde in das Hochbeet gibt, weil durch den Zersetzungsprozess zum einen Wärme im frühen Frühling den Pflanzen zur Verfügung stehen wird und auch die Nährstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden. Gut wäre es auch, wenn man sich im frühen Frühling, also zum Beispiel jetzt schon im Februar, Bio-Anzuchterde aus dem Bauhaus holt und darin schon die Pflanzen vorzieht. Gerade das Gemüse, was sehr lange braucht, wie zum Beispiel Paprika, die Physalis, also die Andenbeere, rote Beete, Aubergine und so weiter. Man könnte den Biosamen also jetzt schon kaufen und ihn in Anzuchterde einpflanzen und vorziehen im warmen Raum innen. Das Säen in Anzuchterde ist sowieso vorzuziehen, weil der Samen von dieser gehaltvollen, normalen Erde überfordert ist, weil es ihm viel zu viele Nährstoffe sind, denn der Samen beinhaltet ja schon seine eigenen Nährstoffe und er benötigt daher für die Anzucht einfach nur ganz neutrale Anzuchterde, wie zum Beispiel Kokosfasern. Deshalb mein Tipp, auf jeden Fall die Samen in Anzuchterde vorziehen und sobald kleine Pflänzchen daraus geworden sind, dann kann man diese draußen in das Hochbeet dann einpflanzen. Hier sehen wir jetzt nochmal, hier hatte ich dann die Bio-Hochbeeterde verwendet, also ich hatte verschiedene Bio-Erden benutzt und sie immer abwechselnd mit Biomüll in die Hochbeete geschichtet. Und wie wir sehen, die Hochbeete sind jetzt wirklich voll und haben eine sehr große Tiefe, sodass ich wirklich jede Art von Gemüse darin sehr gut entfalten kann und auch tief wurzeln kann. Ich hatte letztes Jahr allerdings die Samen nicht in Anzuchterde vorgezogen. Das werde ich dieses Jahr inshallah machen. Letztes Jahr hatte ich schon im März dann angefangen, einfach auszusehen und hatte die Beete dann mit einer Plastikfolie bedeckt, sodass sie den teilweisen Frost, der im letzten Jahr noch bis in den Mai hinein stattfand, gut überstanden haben. Diese Plastikfolien mit Löchern darin für ein Frühbeet kann man sich auch im Baumarkt günstig holen. An sonnigen Tagen hatte ich dann die Folie zwischendurch immer wieder mal abgemacht, damit die Pflanzen wirklich ordentlich Sonne und auch ausreichend Luft bekamen. Das waren jetzt so die ersten Pflanzen, die im Mai dann rauskamen. Man könnte sich natürlich auch die kleinen Pflanzen im Baumarkt schon kaufen. Dann muss man nichts mühselig zu Hause drin vorziehen. Aber es sollten dann wirklich nur die Bio-Pflanzen sein, die man sich kauft. Allerdings findet man natürlich dann nur herkömmliches Gemüse wie Tomaten, Paprika, Salat im Baumarkt, aber nicht Sachen wie Kohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rotkohl und so weiter und so fort. Das sind ja ganz besonders vitalstoffreiche Gemüsesorten. Die muss man sich dann schon selber vorher in Anzuchterde vorziehen. Ein weiterer Vorteil der Neuanlage eines Hochbeets im Herbst ist der, dass bis zum Frühjahr bereits die Rotte der Kompostbefüllung im Hochbeet eingesetzt hat. Die entstehende Wärme dabei begünstigt das Keimen und Anwachsen der Gemüsesetzlinge, die ab März ins Hochbeet mit Frühbeetaufsatz gepflanzt werden können. Zwar haben wir jetzt schon Februar, ich hätte dieses Video eigentlich im Herbst schon veröffentlichen sollen, aber khair inshallah. Auch jetzt noch könnte man sich ein Hochbeet bauen, wenn man das gerne möchte. Und wem das zu anstrengend und zu aufwendig ist, der könnte sich auch einfach Hochbeete kaufen im Baumarkt, die man sich dann selber zu Hause zusammenstecken kann. Hier haben wir schon richtig schöne kleine Cherry-Tomaten, Mashallah, und eben auch diese Paprika.
Das war eben mein Daffy-Satz, also nicht Kaffeesatz, sondern Daffy-Satz von meinem selbstgemachten Daffy. Mein Video dazu kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Den kann man auch sehr gut zum Düngen der Pflanzen benutzen. Wie wir hier jetzt sehen, hatte ich dann auch schon ein Netz gespannt, damit mir die Vögel nicht alles wegfressen. Wir sehen auch jetzt schon, wie es immer mehr hier grünt und wächst. Auf dieser Seite hatte ich einfach ein Regal angebracht, wo ich auch nochmal Blumentöpfe gestapelt habe. Da oben wachsen dann die Erdbeeren. Hier links sieht man die Aloe Veren und hier auch das Kraut der Unsterblichkeit. Dazu hatte ich schon einige leckere Smoothies gemacht, die verlinke ich euch gerne hier oben. Und hier wächst schon allerlei tolles, vitalstoffreiches Gemüse, Salat und hier Weißkohl, Sellerie. Hier der Brokkoli, den sieht man erst später, Paprika. Hier rechts im Regal sieht man noch diese Plastikfolie, die ich dann um die Tomaten gewickelt hatte, weil die sind ja sehr frostempfindlich. Die hatte ich doch noch sehr lange immer mit Plastikfolie bedeckt, auch hier links an der Wand. Hier nochmal der Kohl zu sehen. Dazwischen ist auch Meerrettich, auch der Salat, den ich mir dann täglich ganz frisch geerntet habe und in meinen köstlichen Gemüsesalat gegeben habe. Und das Bequeme an solchen Hochbeeten an einem Balkon ist eben, dass man nicht rausgehen muss und sich bücken muss, wie das in einem normalen Garten der Fall ist, wo man sehr viel mehr Arbeit hätte. Und hier muss man einfach nur aus der Wohnung auf den Balkon hinaustreten und in Bauch- bis Brusthöhe einfach die Sachen ernten. Das ist sehr bequem, das ist so super einfach und macht riesigen Spaß. Hier nochmal die köstlichen Cherry-Tomaten, die liebe ich ja so, die sind so süß und schmackhaft, die schmecken einfach so viel besser als die Tomaten aus dem Supermarkt, die meistens nur nach Wasser schmecken. Das Biogemüse, das man sich selber zieht und auch das Obst, wie hier die Erdbeeren, schmeckt nicht nur köstlich und süß, es liefert auch bis zu 69% mehr Antioxidantien als herkömmliches Gemüse und Obst, mehr Vitamin C, mehr Polyphenole, mehr Trockenmasse. Letzteres bedeutet ganz einfach, dass die Biofrüchte mehr Frucht und daher auch mehr Geschmack und weniger Wasser enthalten als die normalen Früchte. Aber das ist noch längst nicht alles. In Studien bei Bodenproben zeigten sich die biologischen Böden extrem gehaltvoll an Schlüsselnährstoffen, Enzymen und biologischen und chemischen Elementen, die in konventionellen Anbauböden fehlten. Auch verfügten die Bioböden über ein vielfältigeres Bodenleben, was auf einen insgesamt fruchtbareren und dauerhaft stabilen Bodenzustand hinweist. Ohne diese Nährstoffe und Mikroorganismen im Boden lassen sich keine vitalstoffreichen und gesunden Produkte ziehen. Selbstgezogene Bio-Lebensmittel enthalten natürlich auch weniger Schadstoffe, wie zum Beispiel weniger Cadmium und weniger Nitrate. Cadmium gehört gemeinsam mit Blei und Quecksilber zu den gefährlichsten Schwermetallen, die sich in unserer Nahrung heutzutage befinden können. Und das bezieht sich natürlich auf konventionell angebautes Gemüse. Selbst angepflanzte Bio-Lebensmittel können daher die tägliche Giftbelastung durch Pestizidrückstände massiv verringern. Biokost entgiftet, denn Biokost senkt die Schadstoffbelastung enorm. In einer Studie stellte man fest, dass Menschen, die auf Biokost umstellten, nach nur einer Woche mit 90% weniger Pestiziden belastet waren als die Esser von konventionell erzeugten Lebensmitteln. Biokost entgiftet also innerhalb kurzer Zeit und verschont uns mit einem großen Teil der heute üblichen Schadstoffe, was besonders für Kinder wichtig ist, die sehr viel empfindlicher auf Chemikalien reagieren als Erwachsene. Hier sehen wir die Physalis, die Andenbeere, die liebe ich, diese Frucht. Und hier wachsen sehr viele alte Tomatensorten, die übrigens sehr viel nährstoffreicher sind als die heutigen herkömmlichen Tomatensorten, die gezüchtet werden und eben nicht mehr aus ihren ursprünglichen Samen heranwachsen. Deshalb kann ich auch sehr empfehlen, sich grundsätzlich alte Sämereien in Bioqualität auch im Internet zu bestellen. Eine Studie widmete sich auch einem möglichen Zusammenhang zwischen einer Pestizidbelastung und ADHS bei Kindern. Und die zeigte, dass jene Kinder, in deren Urin man hohe Pestizidrückstände messen konnte, mit einer um 93% höheren Wahrscheinlichkeit an ADHS erkrankten, als Kinder, die unbelastet waren. Nun könnte man auch sagen, dass Bio-Lebensmittel einfach nur die Pestizidbelastung senken, da sie weniger oder keine Pestizidrückstände aufweisen, was noch lange nicht mit einer Entgiftung gleichzusetzen ist. Sobald jedoch die Pestizidbelastung von außen sinkt, hat der Organismus wieder mehr Kapazitäten frei, eingelagerte Gifte zu neutralisieren und zu eliminieren. Dies muss nicht unbedingt über den Urin passieren, sondern kann auch über den Stuhl geschehen. Biokost, insbesondere natürlich selbstgezogenes Biogemüse im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon,
Ist also eine äußerst intelligente Wahl, nicht nur den Kindern zuliebe, sondern auch für einen selbst und natürlich für unsere Umwelt. Lebensmittel aus biologischer Erzeugung schmecken nicht nur meist besser als herkömmlich angebaute Erzeugnisse, sondern liefern oft auch weitaus größere Mengen an Nähr- und Vitalstoffen als ihre mehrfach besprühten und synthetisch gedüngten Pendants. Und es gibt auch Pflanzen, die mehr Giftstoffe absorbieren als andere. Dazu gehören zum Beispiel Erdbeeren. Sie gehören zu den kontaminiertesten Früchten, die man überhaupt kaufen kann. Deshalb sollte man sich auch gerade diese Beeren einfach und erfolgreich auf dem Balkon anpflanzen. Ebenso verhält es sich übrigens mit Salatgurken. Die gehören zu denjenigen frischen Lebensmitteln, die bei Tests ganz besonders schlecht abschneiden. Ganze Pestizidcocktails sollen in konventioneller Ware aufgespürt werden können. Deshalb auch diese unbedingt lieber selber auf dem Balkon ziehen. Meine Aloe Vera benutze ich immer für meine Aloe Vera Creme. Mein Video dazu kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Hier nochmal meine wunderschönen Tomaten. Was die Paprika übrigens betrifft, so hat sie auch eine sehr dünne Haut und absorbiert daher sehr schnell Pestizide und Chemikalien. Deshalb auch bei den Paprika sehr wichtig, dass man sie sich selber anpflanzt. Und ebenso verhält sich dies mit Spinat und Grünkohl. Die Blätter von Spinat und Grünkohl sind dazu in der Lage, bis zu 48 verschiedene Pestizide aufzunehmen. Deshalb den Grünkohl lieber selber anpflanzen, den kann man super gut in Smoothies zum Beispiel verarbeiten. Auch mit Sellerie verhält es sich ähnlich, denn bei ihm verhält es sich so im konventionellen Anbau, dass er sehr viel gespritzt wird und zu jenen Gemüsesorten gehört, auf denen am häufigsten Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln gefunden werden. Und da Sellerie extrem gesund ist, er entschlackt, heilt. Er ist eine uralte Heilpflanze, der in der Naturheilkunde bei rheumatischen Beschwerden und Bluthochdruck eingesetzt wird. Außerdem wirkt er gegen Entzündungen und schützt den Magen. Wirkt gegen Krebs und kräftigt das Herz-Kreislauf-System. Deshalb wäre es gut, ihn zum Beispiel täglich zu entsaften. Mein Video zum Entsaften von Gemüse und Wildkräutern, das zeige ich euch gerne hier oben nochmal im Link. Und deshalb wäre es auf jeden Fall anzuraten, auch den Sellerie, wie man hier gerade sehen kann, selbst anzupflanzen. Hier sehen wir den gesunden Rotkohl, toll auch zum Entsaften. Hier auch die Zucchini-Pflanze, aber die ist nicht sehr gut bei mir gediehen, weil die braucht einfach sehr viel mehr Platz. Hier sehen wir eine alte Tomatensorte, die ist grün in der Farbe hier, die grünen Tomaten, die wir gerade gesehen haben. Und hier sind die Physalis, die ich so sehr liebe. Hier sind sie schon im Reifenzustand. Die schmecken in Bioqualität einfach so was von köstlich, ganz anders als die konventionellen Physalis im Supermarkt. Zwar sind natürlich die Biofrüchte ganz klein, genauso wie das mit den Erdbeeren der Fall ist, aber dafür haben sie eben sehr viel mehr Geschmack und Qualität. Hier sehen wir meine ganzen Kräuter, die Kohlsorten, der Brokkoli. Und hier kommen die Gurken, und zwar ist das auch wieder eine alte Gurkensorte, so kenne ich sie aus meiner Kindheit, wie meine Mutter sie damals im Garten angepflanzt hatte. Die kann man heute gar nicht mehr kaufen. Die sind aber natürlich um ein Vielfaches vitalstoffreicher als die gezüchteten Gurken. Hier sehen wir wieder eine alte Tomatensorte, diese grünen Tomaten. Die kann man schon so essen, aber sie werden auch so ein bisschen gelb. Die haben einen sehr vollmundigen Geschmack. Ich habe verschiedene alte Tomatensorten angepflanzt. Diese sind auch zum Beispiel eine davon. Je mehr und verschiedenartiges Gemüse man sich anpflanzt, umso reichhaltiger ist hinterher der gesunde Speiseplan. Und wir sehen jetzt gut, was man alles auf so kleinem Raum anpflanzen kann. Mashallah. Hier ist wieder der gesunde Rosmarin. Dazu hatte ich euch ja schon ein Video gedreht zur unglaublichen Wirkung desselben und wie man diese Heilpflanze nutzen kann. Mein Video dazu verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Wir sehen also gut, welch ein Paradies man auf so einem kleinen Platz sich anschaffen kann. Ja, für mich bedeutet Selbstversorgung Freiheit. Es bedeutet für mich, meine elementarsten Bedürfnisse selbst zu erfüllen, ohne abhängig zu sein. Und auch wenn es nur bedeutet, auf meinem kleinen Balkon an der frischen Luft arbeiten zu können und mein gesundes, angebautes Gemüse täglich selbst ernten zu können. Und sich zumindest auf dieser Basis möglichst komplett selbst versorgen zu können. Denn wer autark lebt, kann sich Systemzwängen zumindest teilweise entziehen. Auch heißt autark leben, einen Weg in die Selbstbestimmung zu finden und unabhängig zu werden. Inshallah konnte ich dem einen oder dem anderen mit diesem Video eine Inspiration sein,
zu mehr Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Gesundheit. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.